Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch mal erzählt, dass man manchmal aus der Komfortzone raus muss. Es gibt eine Story, die ich euch gerne erzählen möchte. Ich reise überwiegend alleine und buche mir meine Unterkünfte bei Airbnb. Das ist eine Online-Plattform, wo du Zimmer, Wohnungen und auch Häuser vermieten und mieten kannst. Ich buche in der Regel immer eine Wohnung für mich alleine, die nicht viel haben muss oder die nicht luxuriös sein muss. Ich brauche ein Bett, klar, eine Küche, im Sommer natürlich auch eine Klimaanlage, also ich möchte nicht bei 40 Grad ohne Klimaanlage schlafen. Eine Waschmaschine ist natürlich auch ganz nett. Ich bin zwar sehr gesellig und ich schließe sehr schnell neue Kontakte und bin auch offen dafür, aber ich bin ein Einzelgänger. Also es gibt sehr viel, was ich mit mir alleine ausmache oder alleine ausmachen muss. Wenn ich merke, es matcht nicht oder ich verstehe mich mit einer Person nicht, dann versuche ich mich doch zu distanzieren. Das ist wie wenn du mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehst. Trotzdem bin ich ein Mensch, der offen für neue Kulturen ist und ich wollte immer mal wissen, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der eine andere Kultur hat. Also der ein anderes Leben führt und weg von der ganzen Hotelbranche oder von den ganzen Hotels und einfach mal seinen Alltag miterleben. Aber dann kamen natürlich wieder meine Bedenken auf. Was ist, wenn es nicht matcht? Was ist, wenn ich mich nicht wohlfühle? Was ist, wenn mir das doch zu viel ist? Und somit bin ich immer wieder in meine Komfortzone gegangen, mein Bereich. Ich schütze mich und wer weiß, das klappt am Ende ja sowieso nicht. Dennoch ist die Neugier immer größer geworden, immer größer. Das Gute ist, dass du dich bei Airbnb vorab mit dem Gastgeber in Verbindung setzen kannst. Denn ich finde, wenn du als Gast kommst, dann musst du dich auch als Gast benehmen. Sicherlich, du zahlst für dein Zimmer oder für die Unterkunft, aber es ist nicht dein Zuhause. Und ich finde, wenn es da nicht passt, also wenn ich jetzt Party machen will und mein Gastgeber muss aber morgens um 4 Uhr aufstehen, muss ich darauf Rücksicht nehmen, finde ich. Also ich kann ja nun nicht rücksichtslos durch die Wohnung marschieren und der Meinung sein, ich mache aber Urlaub. Und so habe ich mich dann herangetastet. Also sprich, ich habe mir die Zimmer angeguckt und die mir gefallen haben, die habe ich gespeichert und bin dann mit den jeweiligen Gastgeber in Verbindung getreten. Und dann habe ich eine Unterkunft gefunden, die mir sehr gut gefallen hat, bei einer jungen Frau mit 2 Katzen. Tja, und dann bin ich erstmal mit ihr in den Austausch gegangen. Ich weiß noch, dass ich gefragt habe, ob es ein Problem für sie wäre, wenn ich abends nach Hause komme oder spät abends, was sie mag und was sie nicht mag. Das ist ein bisschen Dating, finde ich, ne? Ein bisschen herantasten, sich kennenlernen. Es gibt zwar nie eine 100%ige Garantie, aber du kannst schon viel erfahren. Ja, finde ich persönlich. Sie war locker und unkompliziert. Sie meinte, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Allerdings möchte sie nicht, dass ich fremde Männer mit nach Hause bringe. Und das fand ich in Ordnung. Also ja, natürlich. Es geht einfach nur darum, dass ich eine gute, unkomplizierte Zeit habe und dass man sich halt nicht irgendwie auf den Zeiger, ne? Gut Deutsch sagt man, auf den Zeiger geht. Ich habe mir das dann ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen und am Ende dachte ich, komm, denk darüber nicht so nach, riskiere es einfach. Du wirst schlauer und vielleicht gefällt es mir oder vielleicht gefällt es mir am Ende ja dann nicht. Das ist dann eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ein paar Tage später schreibt sie mir dann auf einmal, ich glaube, wir kennen uns. Und ich habe mir ihr Profilbild nochmal angesehen und dachte, nee, woher soll ich sie dann kennen? Ich meine, okay, ich lerne immer mal wieder neue Menschen kennen und manche bleiben in Erinnerung, aber nein, sie kam mir nicht bekannt vor. Sie hatte aber auch kein gutes Profilbild, nur die Hälfte vom Gesicht. Und von daher habe ich sie auch nicht so gut erkannt. Und sie meinte, doch, wenn wir uns sehen, wirst du dich an mich erinnern. Und ich habe gegrübelt und dann erinnerte ich mich an eine Nacht. Ich saß mit sehr vielen Leuten zusammen und es kam eine Frau dazu. Es war aber, wie gesagt, nachts und sehr dunkel und ich habe sie nicht wirklich erkannt. Sie saß etwas weiter weg von mir und ich weiß auch, dass sie mich angelächelt hat und ich habe sie angelächelt. Aber das war es dann auch. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist sie das. Und als ich dann angekommen bin, was soll ich sagen, nennt es Schicksal oder Zufall, sie war es. So ist das Eis natürlich auch etwas schneller geschmolzen. Der erste Tag war etwas komisch, man
ist neu in der Wohnung oder man weiß halt auch nicht, was man sagen kann. Also man tastet sich ja heran. Man lernt sich kennen, man ist etwas vorsichtiger oder zurückhaltender. Wir haben uns immer besser kennengelernt und auch gemerkt, dass es matcht oder dass es funktioniert, und wir hatten dann fast jeden Morgen eine Kaffeeroutine oder unsere Kaffeeroutine. Jeden Morgen am Frühstückstisch haben wir über alles Mögliche gesprochen. Sie war nicht mein persönlicher Reiseführer oder so und auch sie musste arbeiten, aber wir haben so viele Dinge gemeinsam gemacht. Wir sind dann irgendwann shoppen gewesen, wir sind schwimmen gegangen, wir sind frühstücken gegangen. Also es gab doch Routine, also es gab Gemeinsamkeiten, oder es war einfach so, dass wir das zusammen machen wollten. Sie war auch eine Person, die hat mich absolut machen lassen. Ich konnte kommen, wann ich will, und es gab kaum Regeln. Sie hat alles okay gefunden oder fast alles. Sie hat mich einfach so sein lassen. Ich habe mich an keinem Tag unwohl gefühlt. Und das wiederum hat mich sehr überrascht. Ich habe es so genossen, mit ihr zusammenzuleben. Ich wusste, dass es funktionieren kann, aber dass es so gut läuft, dass ich das so sehr genieße. Also das hat mich überrascht. Das hat mich wirklich überrascht. Klar gab es auch Tage, wo ich dachte, okay, jetzt hätte ich doch lieber meinen Freiraum oder doch meine Privatsphäre. Aber das war Pillepalle. Und was soll ich sagen? Es hat sich mittlerweile eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Also wir sind regelmäßig in Kontakt, und ich war mittlerweile 3-mal bei ihr. 3-mal, obwohl ich immer meinte, ach, ich bin nicht der Mensch, der WG-tauglich ist oder der mit jemandem zusammenleben will. Sie meinte mal zu mir, ich bin wirklich easygoing, ich mecker nicht oder mich stört vieles nicht. Also ich bin kein Mensch, der eine komplett saubere Wohnung haben muss, und mich stört es auch nicht, wenn da mal was rumliegt oder so. Ich komme damit klar. Sie fragt mich manchmal, wenn ich zurückkomme, und blockt ihren Kalender für mich. Also ihr ist auch egal, wann ich komme. Sie meinte, du mach dir keine Sorgen über die Uhrzeit, komm, wann du willst. Wäre ich in meiner Komfortzone geblieben, dann hätte ich heute keine neue Freundin, oder dann wäre sie heute nicht meine Freundin, und vor allem hätte ich die Seite an mir nicht entdeckt. Obwohl ich sagen muss, es lag auch ein bisschen an ihr. Ich denke, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht mit jedem klarkommen würde. Es gibt Momente, da bevorzuge ich immer noch eine eigene Wohnung, aber ich habe mich kennengelernt und weiß, okay, ich bin doch ziemlich anpassungsfähig und das kann funktionieren. Und ich habe es auch genossen, dass jemand mal da war und man hat sich ausgetauscht, und das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Im Sommer habe ich dann bei Airbnb eine eigene Wohnung gebucht, und hinterher hat sich herausgestellt, dass die Wohnung in der Nähe von meiner Freundin ist. Also wieder Zufall oder Schicksal. Ich bin dann ein paar Tage früher geflogen. Ich wollte ein paar Tage mit ihr verbringen und dann eigentlich in die Wohnung ziehen. Ich habe zwar eben noch gesagt, mich stört es nicht, wenn die Wohnung nicht so sauber ist, aber die Matratze, die hatte Brandlöcher, die war gelb, das Lattenrost war durchgelegen, die Kissen waren gelb, die Klimaanlage funktionierte nicht wie angegeben, und das bei 40 Grad. Das fand ich dann doch etwas too much. Kein Warmwasser. Die Wohnung war verdreckt ohne Ende. Für mich war klar, hier bleibe ich nicht. Airbnb möchte natürlich Beweise haben. Also du kannst nicht ohne triftigen Grund eine Rückerstattung anfordern. Das geht nicht. Und vor allem brauchen sie Beweisfotos oder Videos, wie auch immer, damit sie den Vermieter konfrontieren können. Und vor allem müssen diese Mängel in der Beschreibung angegeben werden. Und das hat mein Vermieter oder mein Gastgeber nicht getan. Airbnb hat darauf sehr schnell reagiert. Ich glaube, innerhalb einer Stunde. Und sie wollten mir auch helfen. Also sie haben mir neue Unterkünfte angeboten, die waren aber so weit weg. Und ich habe dann mit meiner Freundin telefoniert, und sie meinte, du pass mal auf, gar kein Problem, dann komm zu mir, du kannst so lange bleiben, wie du willst, bis du ein Apartment gefunden hast. Und ich bin dann bei ihr hinterher ganz geblieben. Sie hat mich abgeholt, sie ist in die Wohnung gekommen. Die Wohnung hat auch sehr nach Qualm gestunken. Also es war absolut Katastrophe. Das war eine reine Katastrophe, die Wohnung. Zurück zu meiner Freundin. Das klingt wie eine romantische Beziehung, ne? Aber oder wie eine Love Story. Nein, aber sie hat mir wirklich geholfen, und es dauert natürlich auch immer ein bisschen, bis du das Geld zurückbekommst oder die volle Rückerstattung erhältst, und somit konnte ich es in Ruhe klären und hatte keinen Druck, keinen Stress. Ich dachte eigentlich immer, dass mein Vermieter auf mich zukommt. Airbnb möchte natürlich auch das Geld zurückhaben. Sie geben mir das Geld zurück, holen sich das dann aber natürlich beim Vermieter. 2 Monate später fiel ihr dann auf einmal auf, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist. Sie fing an, mich zu beleidigen. Sie schrieb mir bei WhatsApp, wie verlogen ich bin, dass sie sich beschweren wird über mich, und
Gott sieht alles. Sie kam dann mit ihren ganzen Gottgedöns, Gott wird dich bestrafen und ich bin gut, du bist schlecht. Ich denke, sie hat vor mir das Bett frisch bezogen, denke ich mal, natürlich. Und sie weiß definitiv, dass es Brandlöcher in der Matratze gab. Sie muss das gesehen haben. Also ich habe das gesehen. Sie, komm, da brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Sie hat eine Top-Wohnung beschrieben und am Ende hat nicht mal die Klimaanlage funktioniert. Und dann will sie mich beleidigen oder dann, wie soll ich das sagen, als die Blöde hinstellen, weil ich meinen Widerruf in Anspruch genommen habe, weil ich gesagt habe, okay, pass mal auf, dann hole ich mir mein Geld zurück. Ich habe kein Geld zu verschenken. Das ist an mir so abgeprallt, dass ich dachte, komm, zieh Leine, schönes Leben und mach es beim nächsten Mal einfach besser oder achte darauf. Also entweder war sie blind oder einfach rücksichtslos. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie blind war. Das hätte jeder gesehen. Sie hat es aber einfach ignoriert und das war ihr Fehler und ich habe am Ende mein Geld zurückbekommen. Alles ist gut. So viel dazu. Vielleicht erzähle ich euch beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr, denn ich war in Istanbul. Ich habe euch ja erzählt, dass ich gerne weg möchte für ein paar Tage. Ich wusste nicht wann und wie es dann so kommt. Zack, boom, alles klar, flieg mal los und tschüss. Wenn du alleine reist und dann in einer Metropole bist wie Istanbul, sollte man schon darauf achten, dass man nicht verloren geht. Ich war zwar nicht immer alleine, also ich hatte einen Helfer an meiner Seite, wollte ich gerade sagen. Also es gab Tage, da war ich alleine unterwegs, aber im Großen und Ganzen hatte ich immer einen Ansprechpartner und das hat mir schon geholfen. Aber es gab auch Momente, wo ich dachte, okay, wie mache ich das jetzt, ne? Oder wo bin ich hier überhaupt? Das ist sehr lustig gewesen. Ja, ich beende das Video jetzt. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald. See you later.